Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute sprechen wir über Frühlingsfeste in Deutschland, welche Feiertage es gibt und wie man sie feiert. Abonniert uns und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Der Frühling in Deutschland ist eine besondere Zeit, weil es viele Feste gibt. Weißt du, welche die wichtigsten sind? Ja, es gibt einige bekannte Feste, zum Beispiel Ostern, das ist wohl das bekannteste Frühlingsfest. Es wird von vielen Menschen gefeiert. Genau. Ostern ist ein christliches Fest und markiert die Auferstehung von Jesus Christus. Viele Familien bemalen Ostereier und verstecken sie für die Kinder. Richtig, und oft gibt es auch ein großes Osterfrühstück mit der ganzen Familie. Kennst du auch das Maifest? Ja, das Maifest ist sehr beliebt. Es findet am 1. Mai statt und viele Menschen feiern den Beginn des Frühlings. Stimmt, und in manchen Gegenden gibt es Maibäume, die geschmückt werden. Ein schöner Brauch, oder? Absolut. Und der 1. Mai ist auch der Tag der Arbeit, ein Feiertag in Deutschland. Viele Menschen haben frei und nutzen den Tag für Ausflüge oder Wanderungen. Ein weiteres interessantes Fest ist Pfingsten. Es ist auch ein christliches Fest und wird 50 Tage nach Ostern gefeiert. Ja, und für viele Menschen bedeutet das ein langes Wochenende, denn Pfingstmontag ist auch ein Feiertag. Neben diesen religiösen Festen gibt es auch regionale Feste, wie das Frühlingsfest in München. Das ist ein kleines Oktoberfest im Frühling. Genau, es gibt Fahrgeschäfte, Bierzelte und viele traditionelle bayerische Spezialitäten. Ein tolles Erlebnis für die ganze Familie. Und nicht zu vergessen gibt es auch das Spargelfest. Es wird in vielen Regionen gefeiert, wo Spargel angebaut wird. Der Spargel ist im Frühling sehr beliebt. Viele Menschen freuen sich darauf, ihn frisch zu essen. Es gibt sogar Spargelessen in Restaurants. Ja, das stimmt. Die Spargelzeit ist für viele Deutsche ein Highlight im Frühling. Was hältst du von den Frühlingsmärkten? Die sind auch schön. Oft gibt es Kunsthandwerk, Blumen und regionale Produkte. Ein guter Ort, um den Frühling zu genießen. Und viele Menschen nutzen die Gelegenheit, um frische Blumen und Pflanzen für ihren Garten zu kaufen. Ja, das stimmt. Der Frühling ist die perfekte Zeit, um im Garten zu arbeiten und neue Pflanzen zu setzen. Insgesamt gibt es also viele verschiedene Feste und Aktivitäten im Frühling. Da ist für jeden etwas dabei. Auf jeden Fall. Und es ist eine schöne Gelegenheit, Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen. So ist es. Der Frühling in Deutschland ist wirklich eine bunte und fröhliche Zeit. Genau. Und es ist schön zu sehen, wie die Natur wieder zum Leben erwacht. Ostern ist ein sehr wichtiges Fest in Deutschland. Viele Menschen freuen sich darauf, weil es eine Gelegenheit ist, Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja, und es gibt viele schöne Traditionen rund um Ostern. Zum Beispiel das Bemalen der Ostereier, was besonders für Kinder viel Spaß macht. Richtig. Und das Verstecken der Ostereier im Garten ist auch eine beliebte Tradition. Die Kinder suchen dann nach den bunten Eiern. Oft gibt es auch spezielle Osterhasen aus Schokolade. Diese sind ein beliebtes Geschenk zu Ostern. Genau. Und viele freuen sich auf das Osterfrühstück. Es gibt oft besondere Gerichte wie Hefezopf oder Lammbraten. Ein weiterer Brauch ist der Osterfeuer. In einigen Regionen werden große Feuer entzündet, um den Winter zu vertreiben.
Diese Feuer sind oft ein Treffpunkt für die Gemeinschaft. Man trifft sich, um gemeinsam zu feiern und sich auszutauschen. Neben Ostern gibt es in Deutschland auch andere Frühlingsfeste. Kennst du den Brauch des Maibaums? Ja, der Maibaum ist ein wichtiger Teil des Maifestes. Er wird bunt geschmückt und in der Dorfmitte aufgestellt. Das Aufstellen des Maibaums ist oft mit einem Fest verbunden. Es gibt Musik, Tanz und verschiedene Aktivitäten. Besonders in Bayern ist das Maifest sehr traditionell. Viele tragen Trachten und feiern zusammen. Ein weiteres typisches Frühlingsfest ist Pfingsten. Es hat auch einen religiösen Hintergrund und wird 50 Tage nach Ostern gefeiert. Für viele ist Pfingsten eine Gelegenheit, ein langes Wochenende zu genießen. Es gibt oft Familienausflüge oder Kurzreisen. In manchen Gegenden gibt es zu Pfingsten auch Umzüge und Feste. Es ist eine Zeit, in der die Natur in voller Blüte steht. Neben diesen bekannten Festen gibt es auch viele lokale Bräuche. Beispielsweise das Spargelfest, das oft in Spargelanbaugebieten gefeiert wird. Ja, Spargel ist im Frühling sehr beliebt. Viele Menschen besuchen Spargelhöfe, um frischen Spargel zu kaufen oder zu probieren. Und dann sind da noch die Frühlingsmärkte, die in vielen Städten stattfinden. Sie bieten regionale Produkte und Kunsthandwerk. Diese Märkte sind eine tolle Gelegenheit, um frische Blumen, Pflanzen und andere Frühlingsartikel zu kaufen. Viele nutzen die Märkte auch, um einfach die frühlingshafte Atmosphäre zu genießen. Es gibt also viele verschiedene Traditionen und Bräuche im Frühling. Sie machen diese Jahreszeit in Deutschland wirklich besonders. Ja, und es ist schön zu sehen, wie die Menschen diese Traditionen pflegen und feiern. Welche Frühlingsfeste oder Traditionen feierst du gerne in deinem Land und hast du einen Favoriten? Familien und Freunde nutzen Frühlingsfeste oft, um zusammenzukommen und schöne Momente zu teilen. Diese Tage sind perfekt, um sich zu entspannen und gemeinsam etwas zu unternehmen. Genau. Viele Familien planen an diesen Tagen Ausflüge in die Natur. Ein Spaziergang im Park oder ein Picknick im Grünen ist sehr beliebt. Ja, und oft werden auch Fahrradtouren unternommen. Das ist ein toller Weg, um die frische Frühlingsluft zu genießen und aktiv zu sein. Familien und Freunde treffen sich auch gerne zum gemeinsamen Essen. Ein großes Frühstück oder ein gemütliches Abendessen gehört oft dazu. Dabei wird viel geredet und gelacht. Essen ist nicht nur Nahrung, sondern auch ein schöner Anlass, zusammenzukommen. Richtig. Ein weiteres Highlight ist das Grillen. Sobald das Wetter wärmer wird, holen viele den Grill heraus und genießen ein Barbecue. Grillen im Garten oder auf dem Balkon ist eine entspannte Art zu feiern. Dazu gibt es oft Salate, Brot und leckere Soßen. Und wenn das Wetter nicht mitspielt, gibt es Alternativen. Viele treffen sich in der Wohnung, um gemeinsam zu kochen oder Spiele zu spielen. Spieleabende sind eine tolle Möglichkeit, Zeit zusammen zu verbringen. Klassiker wie Mensch, ärgere dich nicht oder Kartenspiele sind sehr beliebt. Auch Filmeabende sind eine Option. Gemeinsam einen Film zu schauen und Snacks zu teilen, macht viel Spaß. Einige Familien nutzen die Frühlingsfeste auch, um Traditionen weiterzugeben. Zum Beispiel kann das gemeinsame Backen eines bestimmten Kuchens dazugehören. Das stimmt. Kinder lernen dadurch viel von ihren Eltern und Großeltern. Es sind diese kleinen Rituale, die Feste besonders machen.
Und dann gibt es noch die Gartenarbeit. Viele nutzen das Frühjahr, um Blumen zu pflanzen und den Garten auf Vordermann zu bringen. Das ist eine wunderbare Aktivität, die auch zusammen gemacht werden kann. Der Garten wird so zu einem schönen Ort für den Sommer. Freunde und Nachbarn helfen sich oft gegenseitig bei solchen Projekten. Es ist eine Gelegenheit, sich auszutauschen und gemeinsam etwas zu schaffen. Auch der Besuch von Frühlingsmärkten gehört für viele dazu. Hier kann man stöbern, einkaufen und die fröhliche Stimmung genießen. Egal, ob man zusammen kocht, spielt oder einfach nur redet, der Frühling bietet viele Möglichkeiten, um miteinander Zeit zu verbringen. Es sind diese gemeinsamen Erlebnisse, die die Bindungen stärken und die Frühlingsfeste unvergesslich machen. Und das Schöne ist, dass jedes Jahr neue Erinnerungen entstehen. Frühlingsfeste sind eine wunderbare Zeit, um das Leben zu feiern. Was ist eure liebste Aktivität bei Frühlingsfesten, die ihr gerne mit Familie oder Freunden unternehmt? Nachdem wir über die Aktivitäten gesprochen haben, die Familien und Freunde während der Frühlingsfeste unternehmen, schauen wir uns jetzt die Wörter und Gespräche an, die typisch für diese Zeit sind. Ja, viele Gespräche drehen sich um das Wetter. Der Frühling bringt oft wechselhaftes Wetter und man hört oft Sätze wie „Ist es nicht schön, dass die Sonne endlich scheint?" oder „Hoffentlich bleibt es trocken für das Grillen." Absolut. Und auch das Thema Blumen ist sehr präsent. Man spricht oft darüber, welche Pflanzen man in den Garten oder auf den Balkon setzen möchte. Typische Fragen sind etwa: Welche Blumen blühen bei dir schon? Oder hast du dieses Jahr Tulpen gepflanzt? Und dann gibt es die Vorbereitungen für das Osterfest. Gespräche über Ostereier bemalen und verstecken sind sehr verbreitet. Kinder fragen oft, wann dürfen wir die Eier suchen? Und Erwachsene planen, wer bringt den Kuchen für das Osterfrühstück. Genau. Und im Zusammenhang mit Ostern gibt es auch viele traditionelle Wörter wie Osterhase, Osternest und Ostereier. Diese Wörter sind besonders für Kinder wichtig, denn sie gehören zu den Osterbräuchen. Nicht zu vergessen sind die Gespräche über Frühlingsmärkte. Man hört oft, lass uns am Wochenende zum Frühlingsmarkt gehen. Oder ich habe auf dem Markt schöne Deko für den Garten gefunden. Frühlingsfeste bieten auch die Gelegenheit, über Pläne für den Sommer zu sprechen. Sätze wie „Wo fährst du im Sommer hin?" oder „Hast du schon Urlaubspläne?" sind oft zu hören. Und wenn man sich trifft, um gemeinsam zu essen, geht es oft auch um Rezepte. Man fragt zum Beispiel, kannst du mir das Rezept für deinen Salat geben? Oder wie machst du eigentlich deine leckere Soße? Ja, das gemeinsame Essen ist immer ein schönes Thema. Dazu gehört auch der Austausch über die neuesten Kochtrends oder Tipps zum Grillen. Wie lange lässt du das Fleisch auf dem Grill, ist eine typische Frage. Und schließlich sind Spieleabende ein häufiger Anlass für Gespräche. Man spricht über die Lieblingsspiele oder plant, welche Spiele man als nächstes ausprobieren möchte. Frühlingsfeste sind eine wunderbare Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen und die gemeinsame Zeit zu genießen. Es sind diese Gespräche, die die Feste lebendig und besonders machen. Genau. Und das Schöne ist, dass es immer etwas Neues zu erzählen und zu entdecken gibt. Das macht die Frühlingsfeste zu einem besonderen Erlebnis für alle. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, ihr habt die Tipps und Gespräche zu den Frühlingsfesten gemocht. Schreibt uns einen Kommentar mit euren Lieblingswörtern aus dem Podcast.
Ja, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Vergesst nicht, unseren Podcast zu liken und zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Das Frühlingsfest. Das Frühlingsfest bietet viele Aktivitäten für Familien und Freunde. Jedes Jahr freuen sich die Menschen auf das Frühlingsfest. Das Gespräch. Bei einem Gespräch während der Frühlingsfeste tauscht man sich gerne aus. Gespräche über das Wetter sind im Frühling sehr häufig. Der Garten. Viele Menschen pflanzen im Frühling Blumen in den Garten. Ein gepflegter Garten ist ein schöner Ort für den Sommer. Die Tradition. Traditionen werden oft bei Frühlingsfesten weitergegeben. Durch Traditionen lernen Kinder viel von ihren Eltern. Das Essen. Gemeinsames Essen ist ein wichtiger Teil der Frühlingsfeste. Beim Essen wird viel geredet und gelacht.